Herzlich willkommen. Ich interviewe heute Marc Barthelmay. Vielen Dank erstmal, das ist nicht gewöhnlich um die Uhrzeit. Hallo, ja, kein Problem. Ähm, Kannst du dich für den Anfang, für den Zuschauer in 4 Begriffen selbst beschreiben? Und zwar geht es darum, 3 Stärken von dir aufzuzählen und eine Schwäche. Ähm, Fange ich mit der Schwäche an. Ich bin unglaublich ungeduldig. Stärken sind, ähm, ich bin, es fällt mir schwer, Stärken zu nennen. Ich bin Perfektionist. Das heißt also, ich versuche Dinge richtig zu machen. Ich handle nach meiner Überzeugung und ich, ähm, ich versuche die Dinge so zu tun, dass ich mit mir und mit meinem Umfeld irgendwie in Einklang leben kann, weil die Sachen, die ich dann tue, wahrhaftig sind. Also das ist etwas, dem ich sehr stark anhänge. Ja. Du bist freier Journalist und Kriegsberichterstatter, warst jetzt für 2 Monate in der Ukraine und also ich persönlich glaube nicht, dass ich mir vorstellen kann, was Krieg bedeutet. Man hat da so ein paar Bilder im Kopf, die man schnell wieder verdrängt. Und ich glaube, niemand kann sich das vorstellen, der nicht schon mal selbst in einem Kriegsgebiet war. Deswegen würde ich dir jetzt gerne folgende sehr simpel klingende Frage stellen. Was bedeutet Krieg? Ja, also ich bin freier Journalist und ich bin jetzt in einem Kriegsgebiet. Ich bin also auch nicht klassisch ausgebildeter Kriegsberichterstatter, wo ich nicht weiß, also ob es das hier tatsächlich in dem westlichen Raum irgendwie gibt. Es gibt so eine Ausbildung. Ansonsten arbeite ich eben schon länger journalistisch und politisch-ökonomisch waren die Themen eigentlich früher. Jetzt ist es ist ein Kriegsgebiet und ja, was ist Krieg? Also Krieg ist absurd und surreal und Krieg ist etwas, was man nicht transportieren kann, wenn man es nicht gesehen hat. Also Krieg ist im Fernsehen und im Kino immer irgendwie zweidimensional und klingt auch mit Dolby Surround zwar sehr erschreckend, aber es ist nicht das gleiche wie live. Ansonsten bedeutet Krieg grundsätzlich Stress, Leid. Es bedeutet immer Chaos, Tod und Verderben. Und Krieg bedeutet in der Regel auch, dass es meistens die Falschen trifft. Выросла на Донбассе. Я родилась в Германии, кстати, под американскими бомбами. Меня мама родила в лагере под американскими бомбами. Я не думала, что я доживу до этого. И когда подошла, и вот там были могилы. Могилы мальчиков, погибших, вот защищающих вот эту Саур-могилу. Я расплакалась и сказала: простить, простить. Нельзя этого, понимаете? Нельзя простить. Вы, пожалуйста, извините меня Нормально. за это, Всё потому нормально. что это фашисты, это не люди, понимаете, которым нет прощения, нет прощения. Кстати, говорят, люди выступают, говорят, немцы того не делали во время войны, что делали эти фашисты, украинские фашисты, понимаете? Простите меня за слезы, Вы мне извините. Хочу, чтобы простые люди в Германии знали, что есть еще не люди, которые были похлеще, наверное, чем не люди. В 1941 году. Это не люди, которые привязывали женщин к танкам и волокли, понимаете? Которые насиловали, заходили, забирали все, насиловали женщин и привязывали к танкам, потому что они... Ich habe mir ein paar Dinge aufgeschrieben, die ich dir einfach mal vorlesen möchte. Dinge, die jetzt hier in Deutschland in den Medien so berichtet wurden. Das ist quasi, ich sag jetzt mal, das Mainstream-Wissen. Fangen wir mal bei der russischen Annexion der Krim an, mit der dann auch das Russland und insbesondere Putin-Bashing losging. Es gab russische Waffenlieferungen, ominöse weiße Laster, in denen anstatt Hilfsgüter auch Waffen vermutet wurden.
MH17 dann von Putin befehligt, wohl irgendwie abgeschossen. Eine russische Invasion, dann die Massengräber, wobei du von 1000 Toten berichtest. In den Medien waren die Zahlen aber um einiges kleiner. Vielleicht kannst du mal etwas Klarheit reinbringen und deine Sicht der Dinge schildern. Was war jetzt das Erste? Das waren jetzt so Es ging Fragen, los die mit ich- der Annexion, also vielleicht, ja, Annexion Da Russlands. fangen wir mit der Annexion an. Also die Annexion der Krim ist eine Sezession. Das muss man ganz klar so sagen, weil es völkerrechtlich schlicht und ergreifend einfach auch so abgesichert ist. Und jeder, der sich ein bisschen mit Völkerrecht beschäftigt, insbesondere dann ja auch Rechtswissenschaftler oder Politikwissenschaftler, haben das eben auch entsprechend auseinandergenommen. Denn eine Annexion bedeutet immer, dass Leute in ein Gebiet einfallen und dieses für sich reklamieren, das heißt also es annektieren. Wenn aber Menschen, die in diesem Gebiet leben, freiwillig an einem Referendum teilnehmen und dieses Referendum dann entsprechendes Voting für ein "Wir möchten uns abspalten" bekommt, So war das auf der Krim. so ist es gewesen, natürlich. Dann ist es eine Sezession. Und nehmen wir einfach mal an, es hätte gegebenenfalls Wahlfälschung gegeben. Ja? Der Prozentsatz der Leute, die für eine Abspaltung von der Ukraine gestimmt haben, war so hoch, er lag bei Ende 80%, dass ich glaube, selbst bei Fällen von Wahlfälschung, die weder nachgewiesen wurden, noch in irgendeiner Form jetzt weitere Beweise erbracht werden konnten, die also für mich jetzt einfach erstmal nicht diskutabel ist, wäre aber trotzdem, sage ich mal, eine Ergebniskorrektur nach unten nicht in so einem signifikanten Bereich erfolgt. Das ist das eine. Das andere ist, es gab natürlich diese Gerüchte um diese grünen Männchen und die waren natürlich auch da. Und zwar sind es einfach Leute, die, wenn wir von russischen Truppen auf der Krim sprechen, die dort eben nicht einmarschiert sind, sondern man muss den Status der Krim ja kennen. Und der ist eben so gewesen, dass es ein Sonderstatus ist, dass es einen Hafen in Sewastopol gibt mit der Schwarzmeerflotte der russischen Armee, das stammt noch aus Sowjetzeiten. Und die Leute waren einfach vor Ort. Und diese grünen Männchen haben nichts anderes gemacht, als einfach den ordnungsgemäßen Ablauf eines Referendums abzusichern. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ich habe also auch mit Leuten auf der Krim gesprochen, ist, dass sie unfassbar glücklich darüber sind, dass dieser Kelch, der eben im Donbass jetzt umgeht, an ihnen vorbeigegangen ist. Insofern also Völkerrecht studieren und um dann zu sehen, dass es eine Sezession war. Es gibt noch einen anderen Punkt, den ich auch nicht unerwähnt lassen möchte. Die Anerkennung der Krim als ein Teil der Russischen Föderation durch Putin ist meine ganz persönliche Ansicht. War natürlich nicht unbedingt glücklich, weil es sehr, sehr, sehr schnell erfolgte und im Normalfall man eigentlich erst noch so ein paar Tage vergehen lässt, damit sage ich mal, sich auch die Welt damit auseinandersetzen kann. Aber es war eben schlicht und ergreifend aus Sicherheitsgründen notwendig, das zu tun, um kriegerische Auseinandersetzungen um dieses Territorium zu vermeiden, was eben dazu geführt hätte, dass auch eine Schwarzmeerflotte in Sewastopol in arge Bedrängnis geraten wäre. Ja. Wenn ich das sage, muss ich aber auch was anderes sagen, nämlich um Double Standards einfach zu vermeiden. Ich erinnere an den Kosovo. Der Kosovo ist ja auch herausgetrennt worden aus Jugoslawien und wie man mittlerweile weiß, es ist ja nicht so, dass diese Abtrennung des Kosovo passiert ist, weil es ethnische Säuberungen in Größenordnung gab und die Menschen das dort wollten, sondern auch die Berichte des Verteidigungsministeriums, also dem Verteidigungsministerium vorlagen, die auch NATO-Berichte waren, noch am Vorabend des Krieges gegen Jugoslawien, des Bombenkrieges der NATO, sprechen ja immer davon, dass es keine Hinweise auf ethnische Säuberungen gibt, die allerdings als Grund hergehalten haben dafür, für die NATO eben letztlich dann auch Serbien zu bombardieren. Das war dieser Holocaust-Vergleich oder dieser Auschwitz-Vergleich, der verhindert werden soll. Genau, und das war einfach nicht so. Aber wenn wir das mal außen vor lassen, der Kosovo war ja noch nicht abgespalten, da gab es schon die Anerkennung der gesamten westlichen Welt und insofern bin ich eigentlich der Ansicht, dass sich eine westliche Gemeinschaft jetzt am allerwenigsten darüber aufregen sollte, ob jetzt
die Russische Föderation die Krim nach 3 Tagen anerkannt hat oder nicht. Denn vom Grundsatz her bleibt es gleich. Es ist eine Sezession, es gab ein Referendum und es ist ein Volkswille. In Schottland gab es das Gleiche. Die Leute haben anscheinend irgendwie anders gestimmt, aber das ist ja noch nicht ganz zu Ende. Und jetzt müssen wir mal abwarten, was da passiert. Der nächste Punkt? Der nächste Punkt, vielleicht müssen wir nicht alle so detailliert jetzt machen, dafür ist jetzt nicht unbedingt Zeit da. Ganz kurz vielleicht die russischen Waffenlieferungen, die dann auch angeblich durch diese weißen Transporter, die ja von russischer Seite aus als Hilfsgüter bezeichnet wurden? Ja, also ich sag mal so, sie sind jetzt nun, ich weiß nicht wie oft überprüft worden. Ja, sie haben lange an der Grenze gestanden. Immer wieder haben Journalisten das Innere inspizieren können. Immer wieder haben auch offizielle Einrichtungen das Innere inspizieren können. Und letztlich hat sich herausgestellt, dass in keinem dieser LKWs in irgendeiner Form ein Beweis gefunden werden konnte, dass es sich um Waffenlieferungen handelt. Ja. Und was dazu noch zu sagen ist, ist natürlich dieser Begriff der russischen Invasion dann gefallen, weil es ist eine Verletzung der territorialen Integrität. Wenn man Lugansk gesehen hat und auch Donetsk heutzutage, dann weiß man, dass man mit der Hilfe für Menschen nicht unbedingt warten kann. Und Fakt ist eins, dieser russische Hilfskonvoi, der damals begonnen hat, war zu diesem Zeitpunkt der einzige Hilfskonvoi, der in dieses Land gekommen ist. Aus dem Westen kommt her im Moment gar nichts. Ja? Und schon gar nicht ins Konfliktgebiet Lugansk oder Donetsk, denn dieses Gebiet wird tagtäglich bombardiert. Ja? Und andere Gebiete, in die eben deutsche Hilfslieferungen jetzt vorgenommen werden, werden nicht jeden Tag bombardiert. Und ich kann mir da schon vorstellen, dass, sage ich mal, der Lebensstandard auch im Westen und in der Zentralukraine nicht unbedingt steigt, sondern eher sinkt. Ja? Aber es gibt dort Gebiete in diesem Land, die es wesentlich dringender bräuchten, eine Unterstützung, eine Hilfe, und zwar die Zivilbevölkerung, ja? Und nicht irgendwelche militärischen Einheiten als andere Gebiete. Gut, jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet, da können wir auch noch dazu kommen, aber ich möchte erst noch zur MH17 kommen, MH17. Wie siehst du die ganze Sache? Der Spiegel hat direkt, ich weiß nicht wie viele Tage später, auf jeden Fall sehr schnell reagiert und stoppt Putin jetzt die Bilder von den Toten nebendran, schwarz auf rot. Was ist deine Meinung dazu? Ja, also mal journalistisch betrachtet ist es ja eigentlich, wenn man so will, ein Super-GAU, weil zu diesem Zeitpunkt lagen weder Erkenntnisse vor, wer dieses Flugzeug abgeschossen hat, noch lag eine Erkenntnis darüber vor, dass es überhaupt abgeschossen wurde zu diesem Zeitpunkt. Es hat sich natürlich herausgestellt, dass es abgeschossen wurde. Von wem oder was? Ja, es ist von mehreren schnell fliegenden Objekten von außen getroffen worden. Das sagt ja der niederländische Bericht. MG-Feuer. Kann sein, ja. Und dieses Flugzeug hat sich in einem Luftraum bewegt, in dem es sich nicht hätte bewegen dürfen. Die Frage ist nie beantwortet worden, warum es dort lang geflogen ist. Kiew veröffentlicht den Funkverkehr zwischen dem Tower und dem Lotsen und dem Piloten nicht. Ja? Ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, es gibt eine offizielle Bestätigung aus Kiew, dass sich ein ukrainischer Kampfjet zum Zeitpunkt des Absturzes in der Nähe dieses Flugzeugs befand und dass es danach vom Radar verschwunden ist. Es gibt keine Beweise dafür, dass die dort unten sogenannten Separatisten und Terroristen über ein Bugsystem verfügten, was ja auch mittlerweile, glaube ich, nicht mehr Gegenstand der Diskussion ist, sondern jetzt ist Gegenstand der Diskussion, wie Katrin Eigendorf eben das erwähnte, als sie auf der Crash-Site vor 1,5 Wochen waren, dass das Auftreffen von außen kommenden schnellen Objekten ein Beweis dafür wäre, dass es russische Spezialisten wären, die dieses Flugzeug abgeschossen haben. Die Frage nach der Option mit dem Kampfjet stellt sich nicht. Und ich sage mal, malaysische Regierungseinrichtungen, die auch über andere Informationen verfügen als, sage ich mal, die Allgemeinheit, haben dazu relativ klar Stellung bezogen, nämlich, dass dieses Flugzeug von einem ukrainischen Kampfjet abgeschossen wurde. Und im Moment sieht auch alles nach einer False-Flag-Aktion einfach in diesem Bereich aus. Ja. Denn, das muss man auch wissen, die einzigen, die über Bug-Raketen verfügten auf diesem Territorium, sind die ukrainischen Einheiten. Ja. Und da stellt sich natürlich dann auch die Frage,
was wollen die mit Bugraketen in diesem Territorium? Denn die Volkswehreinheiten der selbst ausgerufenen Republiken verfügen über keine Luftwaffe. Die russische Invasion, da wart ihr, glaube ich, auch vor Ort und habt nichts filmen können? So hast du das bis jetzt dargestellt? Also das ist dieser Militärkonvoi. Ja, dieser Militärkonvoi wurde ja berichtet von einem britischen Journalisten. Dieser Militärkonvoi war für uns weder sichtbar noch waren, als die Meldungen dann kamen, ja okay, er ist jetzt nicht mehr da, sondern er wurde vernichtet. Das nicht sichtbar. Wir haben einige Videos, wir haben auch einen Trailer zu dem Dokumentarfilm, in dem man zum Beispiel Straßen sieht. Die Straße von Ilovaisk. Ilovaisk war sehr, sehr heftig umkämpft und auf dieser Straße finden sich also Wracks von Militärfahrzeugen in Größenordnung. Das heißt, wenn es einen Militärkonvoi gegeben hätte und er wäre zerstört worden, ich kenne die Auswirkungen eines direkten Raketentreffers auf ein gepanzertes Fahrzeug. Dieses Fahrzeug wird nie komplett zerstört. Es bleiben immer Unmengen an Metall übrig. Und wenn es einen Militärkonvoi gegeben hätte, der zerstört worden wäre, ist es fraglich, welche Waffe eingesetzt wurde, um den so zu pulverisieren, dass man ihn nicht mehr findet. Also das ist einfach so eine Geschichte, die sehr schnell rausposaunt wurde in die Welt. Und das, was mich aber eigentlich viel, viel mehr daran stört, ist der Umgang der Medien, auch wiederum in Deutschland damit. Denn diese Information wurde wiederum völlig ungeprüft sofort abgedruckt. Also sie wurde gedruckt 2 Tage hintereinander in großen Lettern, dass jetzt die Invasion der Russen eben begonnen hätte, ohne dass man auch nur ansatzweise irgendeinen Beweis hätte. Wer gibt denn solche Meldungen raus? Die entstehen ja irgendwo. Ja, also ich sag mal, das kam ja anscheinend von einem britischen Journalisten. Es lässt sich jetzt nicht nachverfolgen, ob der das tatsächlich gesagt hat oder nur benutzt wurde. Ansonsten ist es ja so, dass die ukrainischen Meldungen, die rausgehen, werden in der Regel eben vom Ukraine Crisis Media Center verfasst. Das ist eine Einrichtung, die in Kiew sitzt und beraten wird von einer großen amerikanischen PR-Agentur. Und dieses Ukraine Crisis Media Center versorgt eben die Welt quasi wie eine Nachrichtenagentur mit Nachrichten. Und die machen das halt ganz einfach, indem die Pressekonferenzen abhalten und dann eben Journalisten eben entsprechend diese Meldungen bekommen. Manchmal gibt auch das Innenministerium selbst in Kiew Meldungen raus oder auch Poroschenko oder Jazenjuk. Das Innenministerium hat jetzt letztens eine Meldung veröffentlicht, die also auch an Absurdität kaum zu überbieten ist, nämlich dass es einen atomaren Schlag gab gegen Lugansk durch Russland, was zum einen für sehr viel Hohn und Spott gesorgt hat, aber auf der anderen Seite auch wieder, also für mich als Journalist, also unfassbar ist. Es ist eigentlich ein Super-GAU, weil ja, wenn ich es nicht in irgendeiner Form nachweisen kann, dann kann ich sowas einfach auch nicht behaupten. Kommen wir zu dem letzten Punkt dieser Fakten, die ich von dir quasi klargestellt haben wollte. Die Massengräber, die gefunden wurden, von denen wurde berichtet. Was ich bis jetzt gesehen habe, waren irgendwie, da wurde zwischen 4 und 8 Menschen, vielleicht habe ich nicht alles gesehen, also nicht alle Fakten, aber was ich grob beim Überfliegen, beim Informieren gesehen habe, 4 bis 8 Menschen. Du hast vorhin von 1000 Menschen gesprochen. Ja, also im Moment ist es so, dass also ständig Massengräber gefunden werden. Wir haben ein Team noch vor Ort, also ich bin ja auch nicht allein und das Team ist eben entsprechend auch immer an den Spots dabei und über das gesamte Gebiet des Donbass, das ist ja etwas größer als nur die Stadt Donetsk, sind also Massengräber gefunden worden mit schätzungsweise insgesamt 1000 Menschen, die also über das Gebiet verteilt worden sind. Allein das 4. Grab, das gefunden wurde, waren annähernd 30 in einem Massengrab und was wir eben wissen müssen ist, dass es sich dabei fast ausschließlich um Zivilisten handelt, ja, und die Folterspuren aufweisen, die hingerichtet wurden, die gefesselt sind an Händen und Füßen es werden noch mehr Massengräber auftauchen, denn bereits vor einigen Wochen, als Slawjansk verlassen wurde von den Einheiten der Volkswehr und übernommen wurde von ukrainischen Einheiten, konnten am Rand von Slawjansk Erdbewegungen beobachtet werden, die also zu diesem Zeitpunkt einfach nicht zuordnenbar waren. Und da
bin ich mir also sicher, wird es noch wesentlich mehr geben, was dort auftaucht. Und man muss eben wissen, wie die auch gefunden werden. Das ist also vielleicht auch eine Information, die entscheidend ist. Die Leute laufen also jetzt nicht irgendwie so durch die Gegend und suchen da jetzt nach, sondern es sind immer in der Regel Einheimische, die in den Dörfern, in deren Nähe diese Gräber gefunden werden, leben, die dann gezielt einfach auch die Einheiten darauf aufmerksam machen. Es gibt dort Plätze, an denen ist eben entsprechend etwas passiert und ihr könnt es eben einfach auch mal untersuchen. Und so stoßen die Leute eben jetzt Stück für Stück einfach auch auf diese Grabstellen. Und es gibt Grabstellen, in denen sind 5. Ja. Ihr habt die gesehen, also ihr wart dort? Ja, also wir haben auch das Filmmaterial von solchen Sachen. Und das Team ist also an den Spots immer, wenn möglich, wenn es eben in Reichweite ist, sind die immer da und filmen, sodass wir natürlich dann auch entsprechendes Material haben. Ja. Ich möchte zu einer Frage kommen, die viele Menschen in Deutschland vermutlich ohne weiteres nicht beantworten könnten, weil in den Medien häufig nur von dem bösen Aggressor Russland oder Putin gesprochen wird, der sich ausdehnen will. Das ist aber nicht ganz richtig, oder? Also kannst du die Interessen vielleicht mal aufzählen? Ja gut, also die Interessen von Russland, wenn ich die natürlich alle auswendig kennen würde, wäre ich, glaube ich, ganz gefragt und könnte viel, viel leichter irgendwie mein Geld verdienen. Im Moment ist es einfach so, wenn wir bei den Fakten bleiben, haben wir eine Haltung von Russland, die eskalierend ist. Ja? Das heißt also, sämtliche Provokationen, die also vorgenommen werden, um einen größeren militärischen Konflikt zum Beispiel heraufzubeschwören, laufen in der Regel ins Leere. Was wir im Moment sehen, ist, dass es Hilfstransporte gibt aus Russland. Was wir sehen, ist, dass es entsprechend Grenzkontrollen gibt an der russisch-ukrainischen Grenze, um zu vermeiden, dass sich an dieser Grenze Dinge ereignen, die zu einer Verschärfung des Konflikts eben führen würden. Was wir auch sehen, ist, sage ich mal, dass auf diplomatischem Parkett relativ viel gegen Russland läuft und dass auch auf dem wirtschaftlichen Parkett viel gegen Russland läuft, dass sie es aber auf eine Art und Weise handeln, die, sage ich mal, eher zum Schaden derer ist, die sanktionieren, als andersrum. Die Interessen von Russland liegen, sage ich mal, nicht in einer militärischen Unterstützung von diesem Gebiet, das als Novorossija zum Beispiel bezeichnet wird, also dem Donbass, sondern die Interessen von Russland sind schlicht und ergreifend dafür zu sorgen, dass ihr Land eben jetzt nicht in einen militärischen Konflikt gerät und in einen offenen Krieg. Also es ist im Moment eine Taktik, die versucht, eben diesen Konflikt zu vermeiden. Ja? Die Interessenlage ansonsten ist schlicht und ergreifend, wenn wir uns die Eurasische Union anschauen, für das Land selbst natürlich, also für Russland selbst auch eine Zukunft in irgendeiner Form zu gestalten. Denn wenn man sieht, wie die Sanktionen tatsächlich angewendet werden und welche Möglichkeiten Russland eben findet, damit umzugehen, dann zeigt das eigentlich, dass es eher darum geht, dass Russland jetzt sagt, okay, also wir möchten unser Land und für unsere Bevölkerung jetzt hier den entsprechenden Standard eben erhalten und haben jetzt keine Lust, hier irgendwie zu Felde zu ziehen und aggressiv irgendwelche Länder zu überfallen oder zu annektieren oder einen Krieg vom Zaun zu brechen, sondern es geht uns einfach darum, dass wir in dieser Welt unseren Platz haben wollen und dass wir eben in unserem Land integer und durchaus auch in Koexistenz mit anderen Ländern leben wollen. Denn mir ist jetzt kein nachgewiesener Fall bekannt, dass Russland irgendwo als Aggressor aufgetaucht wäre. Selbst in den 80ern in Afghanistan war es eben auch nicht so. Ja, also das war schlicht und ergreifend ein Verteidigungskrieg, oder Georgien ist genau das Gleiche in Grün, ja, wo man einfach sehen muss, wie ist die Vorgeschichte. Und Russland ist da jetzt nicht einmarschiert, weil sie die jetzt irgendwie unterjochen wollte oder sowas, sondern wir sehen, ganz viel spielt sich an den Grenzen von Russland ab.
NATO-Osterweiterung und andere Krisenherde, die dort eben entstehen. Und jedes andere Land auf der Welt, also wenn ich mir die Amerikaner anschaue, wenn bei denen in Kanada irgendwie was losbrechen würde, die würden genauso handeln. Ja, und ich halte die Handlungsweise nach außen hin, die Russland im Moment an den Tag legt, für durchaus legitim. Also das heißt, man möchte nach 12 Staaten Osterweiterung nicht noch weiteres Gebiet an die NATO abtreten? Kurz gefasst. Ja, also ich weiß nicht, Russland tritt dieses Gebiet ja nicht ab, denn es ist ja nicht russisches Gebiet. Ja, gut, aber den Einflussbereich jetzt. Ja, Russland hat halt einfach seine Sicherheitsinteressen und ich sage mal, Russland hat jetzt keine Ambitionen in der Ukraine irgendwie Raketen zu stationieren, ja, weil Russland durchaus möchte, dass es Pufferzonen gibt, ja, und man sich nicht zu sehr auf die Pelle rückt, ja. Und im Moment sehe ich das eher als Verteidigung als das andere. Und nicht mal eine deutsche Reichsregierung zwischen 1933 und 1945, ja, ein Hitler hat seine eigenen Städte bombardiert. Und genau das tun die da unten. Die bombardieren ihre eigenen Städte und ihre eigenen Landsleute. Die zwei, die wir ganz am Anfang interviewt haben, wurden uns dann mitgegeben von der Volkswehr und wir haben sie ihren Müttern übergeben. Also wir sind nicht gegangen, ohne diese beiden Jungs wieder mitzunehmen, die 22 und 26 Jahre alt waren. Die sind jetzt ein bisschen nervös, weil wir mit der Kamera hier sind, ansonsten geht es ihnen aber gut. How do you feel? Как вы себя чувствуете? Нормально. They are okay. Все хорошо. Everything is fine. Die 10 Tage, die Sie jetzt hier verbracht haben, würde mich natürlich interessieren, wie Sie behandelt worden sind. How were they treated at the last 10 days? Ask them. Как с вами обращались последние 10 дней? Нормально, хорошо обращались. Не трогало, никто не трогал, кормили, сигареты давали. So you had food. Yes, they were fed. They were given something to smoke. Okay. Had you had any injuries or any kind of that? Вы ранены или как-то синяки, может, побои? Ничего нет. No, no, everything is fine. Du hast auch davon gesprochen, dass 30.000 ukrainische Soldaten gefallen sind, 5.000 Zivilisten. Die Anzahlen, die müsstest du vielleicht nochmal erklären, weil wie viele sind denn auf der Volkswehr, auf der Seite vom Donbass gefallen? Weil 30.000 Soldaten, das muss man sich erstmal vor Augen führen. Und deswegen auch, also wie viele sind auf der quasi östlichen Seite gefallen? Und wie kommt es zu dieser großen Zahl? Zum einen ist es ja so, die offiziellen Zahlen wurden ja in Kiew lange zurückgehalten. Schlicht und ergreifend natürlich einfach auch sag ich mal, im Land selbst jetzt nicht eine große Unruhe aufkommen zu lassen. Man muss die ATO-Seite sich einfach anschauen und einfach auch schauen, wie viele Vermisste gibt es dort. Und wenn man jetzt einfach mal dabei stehen bleibt, was passiert denn tatsächlich im Donbass? Im Donbass sind also zum Teil richtig große Einheiten von ca. 5.000 Mann eingekesselt gewesen und sind aufgerieben worden, fast, weil der Widerstand einfach nicht aufgegeben wurde, sind fast vollständig vernichtet worden. Das ist nicht einmal passiert, ja, sondern das ist eben öfter passiert. Und da ist diese Zahl von 30.000, die man eben, wie gesagt, in dem Bereich ATO sich einfach auch mal anschauen kann, wie viele Vermisste gibt es und von wie viel Gefallenen wird gesprochen. Das sind einfach Zahlen, die dann auch anfangen, irgendwie Sinn zu machen und logisch zu sein. 5.000 Zivilisten sterben dort schlicht und ergreifend durch permanentes Bombardement. Also Donetsk und Lugansk werden also permanent bombardiert. Also es vergeht kein Tag, an dem diese Städte nicht unter Beschuss geraten von Artillerie oder von Mehrfachraketenwerfern wie Grad oder Uragan. Vom Verhältnis her
was die Volkswehr angeht, geht man im Moment von einem Verhältnis von 1:15 aus, Verlustverhältnis. Das heißt also, auf 15 ukrainische Soldaten, 10 bis 15 ukrainische Soldaten kommt ein Volkswehrangehöriger. Das hat damit was zu tun, dass natürlich, sage ich mal, wenn Angriffe gefahren werden an einer Frontlinie, um einen Raumgewinn zu erreichen, durch ukrainische Truppen, die also das Gebiet von Novorossija, vom Donbass, auch immer weiter verkleinert haben. Das muss man ja auch sehen. Und zum Teil zwischendurch einen Keil zwischen Donetsk und Lugansk getrieben haben. Dass Angriffsaktivitäten natürlich auch immer in so einem Krieg durchaus verlustreicher sind als Verteidigungsaktivitäten. Ja. Und die Volkswehr hat eben zum Beispiel Slawjansk dann auch verlassen, weil Slawjansk wäre sowohl für die Zivilbevölkerung als auch dann natürlich auch für Volkswehr und auch für die ukrainische Armee zu einem unglaublich verlustreichen Kampf gewesen. Und es hätte dann, sage ich mal, einfach auch an Kampfstärke und an Truppen gefehlt, um so Städte wie Donetsk zu sichern oder Lugansk zu sichern und die dann so abzusichern, dass man sich eben, sag ich mal, in einer Verteidigungsstellung befindet, die wesentlich weniger Opfer kostet als ein Angriff. Wir sehen im Moment das Umgedrehte, wenn wir uns die Gefechte am Flughafen anschauen in Donetsk. Da sind die Verluste also auf beiden Seiten immens hoch. Wir sind hier in einem zivilen Wohngebäude, das getroffen wurde. Es gibt mehrere Tote. Wir müssen in Deckung. Was macht es mit einem in einem Kriegsgebiet dem Tod direkt ins Auge zu sehen? Vielleicht kannst du ein paar Einzelheiten schildern aus deinem Aufenthalt. Ja, also ich sehe häufig durch ein Objektiv. Und ich lasse bestimmte Bilder nicht so sehr an mich ran, in dem Moment, wo wir vor Ort sind. Also da ist man dann in der Profession, da ist man dann als Berichterstatter und ja, man hat das Ziel, einfach diese Bilder auch festzuhalten, damit man sie eben auch entsprechend der Welt zeigen kann. Ansonsten, ja, es macht in Zeiten, wo es ruhiger ist, macht es Dinge mit einem. Aber es sind weniger diese offensichtlichen Dinge, die Schwierigkeiten bereiten, sondern es sind eher die Dinge, die dann unten unter der Oberfläche lauern. Der Tod an sich ist manchmal das weniger Schlimme. Es ist das Wissen, dass Menschen dort sterben, manche Menschen dort sterben und die Umstände ihres Todes viel schlimmer sind als der Tod selbst. Und ich rede dabei von Dingen, die wir eben auch selbst erfahren haben, wenn wir in bestimmten Situationen waren, die ich auch selbst erfahren habe in bestimmten Situationen, wenn man allein ist. Also wenn der Tod gegenwärtig ist und man ist allein und man weiß, diese Erkenntnis trifft einen unglaublich hart, dass man im Prinzip gerade von allem und jedem verlassen ist, dass man sterben könnte oder wird. Bei diesen Menschen ist es tatsächlich so, sie wissen ja zum Teil, dass sie dann sterben, wenn sie hingerichtet werden. Und das Letzte, was man dann vielleicht sieht, ist Hass von der anderen Seite. Ich glaube, das ist etwas, was viel mehr Hölle bedeutet als der Tod an sich. Der Hass von den Menschen, die einen umbringen wollen. Ja, genau. Dass man wie gesagt, allein ist. Man ist von allem und jedem verlassen. Man kann keine Hilfe erwarten. Und es gibt gerade in diesem Moment dann kein
kein Mitleid irgendwie auf dieser Welt. Und ich glaube, so zu sterben ist unfassbar schlimm für die Menschen. Und das ist etwas, wenn wir das dann sehen, wenn wir so Tote sehen, die dann eben auch, wie gesagt, hingerichtet wurden, kommt das hoch. Und ansonsten ist es eben, ich sag mal, Menschen laufen dort auf der Straße und der Granatbeschuss fängt an und sie sind eine Sekunde später tot, weil sie von diesen Schrapnellen getroffen werden. Wenn eine Granate einschlägt, ein tschechisches Geschoss von 22 Zentimetern Durchmessern, das ist ungefähr so viel. Ja? Es gibt auch diese 30er-Geschosse, das sind auch tschechische Produktionen. Wenn eine solche Granate aus einer Haubitze einschlägt in der Stadt, bevorzugt aktuell im Kiewski-Distrikt, dann explodiert sie und sie verteilt über mehrere hundert Meter hunderte von diesen Schrapnellen. Und das sind die Dinger, die diese Leute töten. Und es gibt ein Foto von mir, das relativ früh entstanden ist in Donetsk. Auf dem sieht man quasi noch den Schuh eines Menschen an einem Bein. Der Rest ist völlig zerfetzt, und zwar von diesen Schrapnellen. Und es ist so die Normalität, die da so zerreißt. Also es ist sehr, sehr dünn, dieser Film der Normalität. Und die zerreißt dann von einer Sekunde auf die andere. Und jedes Mal, wenn wir zum Beispiel wegfahren von irgendeinem Spot, wo es eben wirklich also auch Tod und Verwüstung gab, kommt das später erst hoch, dass wir quasi Gleiche unter Gleichen sind. Also wir da jetzt nicht irgendwie privilegiert leben und ich da auch nicht privilegiert lebe, sondern dass es Plätze sind, an denen ich 3 Tage vorher vielleicht auch noch lang gegangen bin und ich jetzt nur deswegen nicht dort liege, weil ich zu diesem Zeitpunkt jetzt eben nicht da war. Und das bricht sich dann so Bahn manchmal, aber ich lege das auch schnell wieder weg, weil wenn man sich damit näher beschäftigt, dann kann man die Dinge nicht machen, die man dann macht. Also dann ist man zu sehr nachher gefangen in diesem Kreislauf, wo man sich im Kreis dreht und einfach nur über den Tod nachdenkt. Und das ist einfach was ich da nicht tue. Und deswegen, ich habe das auch gesagt, ich nehme den Tod selbst jetzt auch nicht mehr so ernst, weil man sieht zu viel davon. Kann man auch als Abstumpfen bezeichnen in irgendeiner Form, ist aber immer nur in der Situation so, wo man direkt damit konfrontiert ist. Hat was mit der Erhaltung der geistigen Gesundheit zu tun. Also man arbeitet es später schon auf. Also immer. Ja, und man arbeitet es vor allem, arbeitet man auch in Deutschland auf. Also ich habe seit einigen Tagen unfassbar mit dieser Normalität zu kämpfen hier, weil ich eben weiß, dass nicht weit von hier wirklich die Hölle losgebrochen ist. Und hier ist alles so normal irgendwie. Ich krieg so viel Fragen gestellt da unten. Wenn du mit den Leuten zusammensitzt oder auf der Straße stehst und Interviews führst mit Leuten, die gerade irgendwie ihre Mutter verloren haben oder ihr 7-jähriges Kind. Und die kriegen mit, dass ich Deutscher bin. Dann fragen die, oh, was sagen die Leute in Deutschland? Und ich weiß manchmal nicht, was ich darauf antworten soll. Und dann bohren die weiter. Gibt es Leute in Deutschland, die sich für uns interessieren? Kannst du dich in die Menschen in Deutschland noch hineinversetzen? Ja, kann ich. Ich mache denen auch keinen Vorwurf, weil ich sag mal, mir fällt es schwer, mich in Menschen hineinzuversetzen, die offen für den Krieg sprechen, die Kriegstreiberei betreiben. In die kann ich mich gar nicht reinversetzen. Weil das etwas ist, dafür muss ich keinen Tod sehen, um zu wissen, dass ich jetzt nun nicht unbedingt irgendwie Kriegstreiberei betreiben muss. Aber ansonsten, ich kann schon irgendwie nachvollziehen,
wie die Menschen hier in Deutschland drauf sind, weil sie kriegen ja keine Informationen. Ich meine, dieser Krieg findet hier nicht statt. Dieser Krieg, also in der Form, wie wir ihn dort unten sehen, findet hier nicht statt. Er ist sicherlich schon Thema, aber ich sag mal, der Tod, der durch die Bomben kommt, jeden Tag dort, ist hier kein Thema. Also ich habe hier in den Medien keinen einzigen toten Zivilisten irgendwo gesehen. Ja, wieso ist es so? Ja, das muss man die Medien fragen, die diese Sachen nicht veröffentlichen. Ja. Oder die Interessengruppen, die dahinter stehen? Ja, oder die Interessengruppen, die dahinter stehen. Also, also so meine ganz persönliche Meinung ist, es ist natürlich schon das Trimmen eines Volkes in Richtung einer ganz bestimmten Meinung. Ja. Und alle anderen Dinge, die jetzt so nebenher passieren, wie Aufrüstung, wie tatsächlich auch so militaristische Bestrebungen, die wir jetzt einfach haben, ja, wie auch ein Bundespräsident, der eben mehr Verantwortung fordert. Und sei es mit militärischen Mitteln. Ich sehe jetzt im Moment keinen Grund irgendwie für militärische Mittel und mehr Verantwortung übernehmen, weil das Verhalten des Westens ist aus meiner Sicht eher aggressiv als das Verhalten des Ostens. Ja, also eindeutig. Meine abschließende Frage, wie kann denn der Frieden erreicht werden? Oder muss man eher davon sprechen, wie kann das Leid des Krieges vermindert oder verhindert werden erstmal? Also Leid kann im Krieg gar nicht verhindert werden. Also ich meine jetzt in dem Sinne, dass man es runterfährt, sodass der Krieg langsam aufhört. Ja, also wie hört ein Krieg langsam auf? Ein Krieg hört auf. Ja, Hört dieser Krieg auf? Ja, irgendwann wird er sicherlich aufhören. Ja. Wir haben auch noch 60 andere Konfliktherde auf diesem Planeten. Was heißt, was kann man tun? Also es muss einen Konsens geben, mit dem beide Seiten leben können. Ich sehe den im Moment nicht. Also eine Akzeptanz durch Kiew und die ukrainische Regierung eines Landstriches wie den Donbass und seiner Selbstständigkeit und Eigenständigkeit sehe ich im Moment nicht. Es gibt viele Verlautbarungen dazu, es gibt eine Waffenruhe, die ja immer wieder gebrochen wird, aber ich sehe jetzt im Moment irgendwie nicht, dass da irgendwie etwas sich entwickelt, wo man sagt, also der Donbass und diese beiden ausgerufenen Volksrepubliken gründen da jetzt irgendwie einen Staat. Also da deutet im Moment von westlicher Seite immer gar nichts drauf hin. Ja? Ansonsten, die Lager stehen sich ja dann mittlerweile sehr unversöhnlich gegenüber und ich glaube auch nicht, dass sie aufhören werden. Das hat aber auch wieder was nicht nur mit diesen Parteien zu tun, sondern es hat eben auch damit was zu tun, dass, sage ich mal, Gebiete innerhalb des Donbass bereits verkauft sind an Chevron und Shell und an amerikanische Firmen, die natürlich gewisse Interessen dann auch haben und dieses Gebiet jetzt nur nicht unbedingt verlieren wollen. Das heißt, ich glaube schon, dass da immer auch noch ein bisschen Öl ins Feuer gegossen wird, um den Donbass auch wieder irgendwie zurückzuholen. Ja. Nur das werden sich logischerweise die Leute, die jetzt dort die Waffen in die Hand genommen haben, ja jetzt auch nicht so einfach gefallen lassen. Die werden jetzt auch nicht sagen, ach, wir hören jetzt einfach mal auf, das zu verteidigen, wofür wir hier stehen und unsere Sprache, unser Zuhause, ja, und ordnen uns jetzt dem unter, was Kiew sagt. Also dieser Point of No Return ist lange vorbei. Ja. Und für die Ukraine gibt es eigentlich nur eine Lösung. Es gibt nur eine Lösung und das ist, dass sich alle Leute raushalten aus der Ukraine, die da nichts verloren haben. Ja? Sprich der Westen und auch, sag ich mal, Russland und andere, die da natürlich in irgendeiner Form eine Aktie dran haben. Ja? Wenn die den Konflikt alleine lösen müssten, da unten,
dann würden denen sehr schnell die Mittel ausgehen und sie müssten sich an einen Verhandlungstisch setzen. Aber wie gesagt, ich sehe das, also politisch sehe ich da jetzt im Moment keine Lösung, die mit dem derzeitigen Status quo da in irgendeiner Form irgendwie erreicht werden könnte. Ja. Es wäre wünschenswert. Die Frage stellt sich dann aber eben auch, wie konstituiert sich dann ein Staat Novorossia? Ja? Weil wenn ein Krieg vorbei ist, fängt die Arbeit ja eigentlich erst richtig an, ja, in der Administration. Und da gibt es wahnsinnig viel zu tun. Ja? Und da gibt es eben viele, viele harte Zeiten auch zu überbrücken. Ja? Also ist im Moment für mich schwierig zu sagen. Und wie gesagt, es deutet im Moment auch nichts darauf hin. Also die Aggression wird weitergehen. Ja, bin ich überzeugt. Wenn ich euch irgendwie ein Beispiel sein kann dafür, weil ich so bescheuert bin und da unten durch die Gegend renne und irgendwie jeden Tag meinen Hintern riskiere, das müsst ihr nicht. Aber ihr könnt hier etwas tun. Und das ist den Murmeln, die hier vorbeirollen, einen kleinen Stoß zu geben. Mir ist es wichtig, vielleicht in meinem Leben dann nochmal was gerissen zu haben, wo ich sagen kann, egal wie es endet. Aber ich habe das absolut 100%ige Gefühl, das Richtige da zu tun. Und deswegen gehen wir auch wieder zurück, weil mich diese Normalität und dieser Friede hier, der hier herrscht, in Deutschland mehr verstört als jedes Bombardement in Donetsk. Ich wünsche euch viel Glück hier in Frankfurt. Danke euch. Du fährst in ein paar Tagen wieder in die Ukraine. Ich wünsche dir alles Gute. Was sagt man? Viel Erfolg, viel Glück. Wir sagen immer stay safe. Stay safe. Ja, stay safe. Und danke. Das können wir gebrauchen. Ich fordere das ja auch manchmal so ein bisschen heraus, mein Glück. Aber ich habe gute Leute, die eben immer aufpassen. Und eure Wünsche werden mich begleiten. Und ich denke mal, die werden mich dann auch schützen. Gut. Danke. Vielen Dank für das Interview. Alles klar. Dankeschön.